Ich habe heute eine einfache Frage in ChatGPT eingegeben. Welche IT-Dienstleister in München würdest du empfehlen? 12 Firmennamen. Einige waren nicht dabei. Heute zeige ich dir, warum und ob dein Unternehmen gerade dasselbe Problem hat. Mein Name ist Sebastian Prohaska, Gründer von eTapps Digital, einer SEO- und Geo-Agentur mit über 25 Mitarbeitern in Wien, Innsbruck und München. In der klassischen Google-Suche siehst du, ob du auf Seite 2 bist. Du hast ein Signal. In der KI-Suche gibt es dieses Signal nicht. Die Anfrage kommt einfach nicht. Kein Ranking, kein Hinweis, keine Absage. Der potenzielle Kunde fragt ChatGPT, bekommt 12 Namen und einer davon bekommt den Auftrag. Du weißt nicht mal, dass du im Rennen warst. In den nächsten Minuten zeige ich dir das echte ChatGPT-Erlebnis für IT-Dienstleister München, erkläre, warum bestimmte Firmen vorkommen und andere eben nicht und gebe dir 3 konkrete Checks, die du heute noch selbst machen kannst. Das ist relevant für dich, wenn du ein Unternehmen mit laufendem Marketingbudget führst, egal ob IT-Dienstleister oder in einer anderen Branche. Und wenn du mit SEO gerade erst anfängst, schau zuerst unser Grundlagenvideo, Link unten in der Beschreibung. Also, kommen wir zum Selbsttest. Mach das jetzt selbst, dauert genau 3 Minuten. Also Schritt 1, öffne ChatGPT am besten im Inkognito-Modus, damit keine personalisierten Ergebnisse die Antwort beeinflussen. Frag, welche, deine Branche, in deiner Stadt würdest du empfehlen? Schritt 2, mach dasselbe mit Perplexity und den Google AI Mode. Notiere, wer vorkommt und ob du dabei bist oder nicht. Und Schritt 3, wenn du nicht vorkommst, das ist kein Ranking-Problem, das ist ein Sichtbarkeitsproblem auf einer neuen Ebene. Es wird nicht besser, wenn du nichts tust, weil KI-Suchmaschinen täglich immer mehr Anfragen beantworten als noch gestern. Gut, also schauen wir uns das mal an. Ich bin im Kognito-Modus in ChatGPT und wir geben die Phrase ein, welche IT-Dienstleister München würdest du einem mittelständischen Unternehmen empfehlen? So könnte so eine Phrase lauten. Schauen wir mal an, was für Ergebnisse da jetzt kommen und vor allem welche Art von Anbieter. Das gleiche machen wir parallel im Perplexity und lassen auch hier ohne Account den Kognito-Modus die gleiche Phrase mal durchlaufen. Okay, so, also wen sehen wir hier? Auf der einen Seite werden so Unternehmen wie Kencom SE, Nagarro, Valantic, Allgeier und so weiter, MSG Systems, also sehr große, scheinbar IT-Systemhäuser empfohlen. Danach gibt's quasi auch eine Empfehlung für lokalere IT-Dienstleister, vielleicht auch in kleinerer Struktur. Genau, und dann hier noch einmal eine Übersicht, auch mit Google Karte, also wo sich diese IT-Dienstleister eben alle befinden. So, wie schaut's in Perplexity aus? Okay, da wird es ein bisschen anders ausgegeben. Wir haben da auch manche, die drüben quasi nicht ausgegeben werden. Die waren drüben auch in ChatGPT. Ich glaube, Biostech eben nicht. Schauen wir uns noch kurz an. Das zeigt so ein bisschen das Problem, dass jede KI-Suchmaschine, und jetzt haben wir nur 2 uns angeschaut von 7, die es aktuell am Markt sehr relevant ist, dass quasi das Ergebnis auch pro KI-Suchmaschine aktuell noch unterschiedlich ist. Das Ziel ist hier immer, in allen KI-Suchmaschinen genannt zu werden als Option und natürlich so weit oben wie möglich. So, warum ist das so und was kann man tun, um das zu verbessern? Gehen wir mal in ChatGPT und hier auf die Sources, dann sehe ich nämlich, was für Arten von Inhalten beruft sich diese Suchmaschine. Und da sieht man sowas wie CloudTango, die quasi die Top 20 IT-Systemhäuser gekürt haben. Das gleiche mit Placetel, Research Germany. So, das ist nehme ich an, ein eigenes Systemhaus Bechtle. Genau, das sind eigene Konkurrenten. Da ist wieder ein sogenannter Aggregator. Das heißt, Webseiten, die Rankings erstellen, Bestenlisten erzeugen und so weiter. So, und wenn du eben in ChatGPT oder Perplexity eben nicht gut vorkommst, ist deine Aufgabe, in diesen Listen natürlich gefunden oder aufgelistet zu werden. Weil die Logik sagt, umso mehr Quellen du gelistet wirst, umso eher wirst du als Antwort in der Textausgabe in der KI-Suchmaschine dann eben aufgeführt. Schauen wir uns Perplexity an, welche Quellen Perplexity nutzt. Okay, hier sieht man ganz viele Webseiten, direkte Startseiten von Unternehmen. Hier hätten wir wieder CloudTango, wieder Placetel. Das bin ich mir unsicher, ob es ein Anbieter ist. Ja, das ist ein Anbieter. Welche gibt es? Ein kleiner Blog, München, Placetel und Unternehmen.focus. Auch hier eine Auflistung von vermutlich ein paar Unternehmen, gar nicht so stark. Ah ja, doch, es werden hier auch welche erwähnt.
Genau. Das heißt, gelistet zu werden bei diesen Aggregatoren und Presse zu machen und seine eigene Seite quasi dazu aufzubereiten, dass KI einen auslesen kann, das ist die große Aufgabe, die im Geo eben zu erledigen ist. Also zusammengefasst, die 3 größten Hebel sind, bei Aggregatoren genannt zu werden, Pressearbeit zu machen und bei Perplexity hat man das gut gesehen, die Google Business Profile werden auch immer wichtiger, also hier ein Local Listening für zu sorgen, dass im richtigen Moment man hier einfach aufgefunden wird. Wenn du wissen willst, wie sichtbar dein Unternehmen in ChatGPT, Perplexity und Google AI Mode wirklich ist, wir analysieren das kostenlos für dich. Kein Verkaufsgespräch-Tarnung, sondern ein echter Report, dein KI-Sichtbarkeitsscore, deine Top-Mitbewerber im Vergleich und 3 konkrete Maßnahmen für dein Marketing-Team. Und das alles in 48 Stunden. Für alle Unternehmen ab 20 Mitarbeiter. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis bald im nächsten Video.